Hallo Leute, ich möchte diesen sonnigen Tag heute nutzen, um euch den fast fertigen Stall zu zeigen und die ganzen Details dazu. Wie ihr im ersten Video schon gesehen habt, sind die Abmaße dieses Stalls 2,50 Meter x 3,70 Meter. Es wurde auf zwei Seiten Lärchenholz verwendet und auf anderen zwei Seiten Fichtenholz. Das Lärchenholz wurde verwendet für die Wetterseiten und für die Sichtseiten vom Haus aus, da dieses schöner und hochwertiger wirkt. Ich habe mir auch so einen Pickzettel geschrieben, damit ich keine Einzelheiten vergesse. Das Dach wurde aus Blech gemacht und sollte somit auf jeden Fall dicht sein. Der Stall wurde extra auf Stelzen gestellt, mit ca. 50 bis 60 cm Höhe, damit die Hühner im Untergrund scharen können. Da haben sie es trocken, da haben sie Schutz vor Greifvögeln und auch die Feuchtigkeit kann viel schwerer in den Stall gelangen, da das Ganze auf Eisenstelzen steht. Die Idee mit dem Stelzenstall kommt unter anderem von Robert Höck aus Happy Huhn, den sicher die meisten kennen. Und nun zeige ich euch die andere Ansicht des Stalls. Viel Spaß! Also, hier ist die Vorderansicht. Auffallend an dieser Vorderansicht ist natürlich wieder das Lärchenholz und diese großen Terrassentüren mit 1,80 Meter x 80 cm. Die haben den Vorteil, dass sie einerseits als Fenster natürlich wirken für die Sonne und für das Licht und gleichzeitig auch als Zugang dienen, indem man den Stall öffnen kann, aber auch natürlich im Sommer lüften kann. Diese Türe wurde zweimal verbaut und für die Lüftungsmöglichkeit wurden dann noch solche Lüftungen in 10 cm Durchmesser verbaut. Dann habe ich noch derzeit zwei Rassen gehalten da drin und habe so Rasseschilder anfertigen lassen. Einmal die Großrasse mit dem größeren Abteil und einmal die Zwergrasse mit einem kleineren Abteil. Und nun schauen wir uns den Innenraum an. Den Innenausbau zeige ich euch am besten am Beispiel vom Steinpiperl-Abteil, da dieses schon fertig ist und auch schon bezogen ist. Also hier wurde eine kleine Stiege angebracht, um leichteren Zugang zu haben. Und dann können wir mal öffnen. Also, gleich mal als erstes die Innenbeplankung. Es wurde 10 cm Dämmung in die Wände und an der Decke angebracht. Und die Decke und der Boden wurde aus Siebdruckplatten hergestellt. Der Vorteil dieser Platten ist, dass man über diese drüber waschen kann und diese nicht so feuchtigkeitsanfällig sind. An den Wänden wurden HPL Hochdruckplatten, quasi Fassadenplatten, verwendet, um möglichst wenige Spalten, wie es im Holz üblich ist, zu haben. Das hat den Vorteil, dass man wieder das perfekt reinigen kann, aber auch damit die Milben und anderes Ungeziefer viel weniger Chancen hat, sich zu verstecken. Als Einstreu benutze ich derzeit Sägespäne, funktioniert ganz gut. Und wie man hier sieht, sieht man auch gleich die Lüftung, die Zuluft weiter unten angebracht und die Abluft weiter oben angebracht. Lüftung funktioniert bis jetzt auch sehr gut, also kann ich das nur so empfehlen. Die Legenester wurden bei dieser Rasse relativ hoch angebracht, da die Steinpiperl sehr gut fliegen können und sehr vital sind. Derzeit ist nur eins eingelegt, mit einem Tonei versehen, damit sie wissen am Anfang, wo sie hinlegen müssen. Und diese Nester haben auch so eine Abrollfunktion, damit die Eier nicht beschmutzt werden. Dann habe ich hier eine Sitzstange gebaut, der Idee nachempfunden vom
vom Dinosaurkanal. Danke dafür. Die Stange hat keinen Kontakt zu den Wänden. Der einzige Kontakt geht über diese Gewindestangen zum Boden. Und die Milben müssten dann quasi über die Kieselgur laufen, um weiter hochzukommen. Und das überleben sie bekanntlich nicht. Und somit finde ich das eine tolle Idee, wie man die Milben fernhalten kann von den Hühnern. Die Sitzstange wurde teils naturbelassen, also einem Naturstamm rund, und teils mit einem behandelten Holz eckig. Da können sich die Hühner dann aussuchen, wo sie lieber schlafen und was ihnen besser gefällt. In dem Abteil ist die Sitzstange wieder sehr hoch, wieder dem Steinpipperl geschuldet, da sie sehr gerne hochfliegen und auch sehr gut fliegen können. Dann habe ich hier noch einen Futterautomaten. Ah, da kommt sogar einer vorbei. Ein Steinpipperl. Also hier der Futterautomat. Wenn Sie darauf treten, öffnet sich die Luke und somit können Sie das Essen zu sich nehmen. Fassungsvermögen von 12 Liter, passt einiges rein, damit ich nur alle Wochen circa nachfüllen muss. Hier eine Trinkgelegenheit. Und nun kann ich euch noch das große Abteil zeigen. Das große Abteil ist noch nicht genutzt, da die Rasse, die hier reinkommt, noch im Brüter ist und erst in ca. 2 Wochen schlüpfen wird. Die Sitzstange ist aber schon mal vorbereitet, nicht ganz so hoch wie bei den Steinpipperl und auch ein behandeltes Holz, das eckig ist mit abgerundeten Kanten. Auch die gleiche Methode wieder mit den Gewindestangen für die Milben und den Kieselgur. Hier ist dann der Plan, dass das Wasser einfach rübergeschoben wird, damit beide, die Groß- und die Zwergrasse, trinken können. Und das Netz ist einfach nur da, damit die 2 Rassen auch rasserein bleiben. Ja, dann zeige ich euch nun Details zu der Technik. Die Technik im Stall ist relativ schnell erklärt. Hier gibt es eine Tränkenheizung mit 10 Watt. Wenn das Wasser am Gefrieren ist, kann diese eingeschalten werden. Dann gibt es im Stall noch ein Licht, das über eine Zeitschaltuhr ein- und ausgeschalten wird. Dann die ganze Steuerung dieser Technik erfolgt durch diesen Kasten hier. Hier ist einerseits eine Steckdose für diverses, dann haben wir hier die Zeitschaltuhr und hier den Trafo für die Tränkenheizung und für die automatischen Hühnerklappen. Diese automatische Hühnerklappe ist links und rechts vom Stall angebracht, jeweils dasselbe System, mit einem Räuber verbaut, damit kein Tier das von unten aufdrücken kann, mit dem Zugang zum Stall. Die Hühnerleiter wurde auch rassetypisch gebaut. Einmal eine schöne flache Leiter für die schwere Rasse und auf der anderen Seite wurde extra für die flugfreudigen Steinpipperl einfach eine Leiter aus Eisen angebracht. Die Helligkeitssensoren der Klappen zum automatisch Öffnen und Schließen sind hier oben versteckt. Das wurde so verlegt, dass kein Licht von der Straße oder vom Haus das irgendwie stören kann. Okay, kommen wir nun zum Ende des Videos. Zum Ende zeige ich euch noch die Steinpipperl-Familie. Sind schon sehr groß gewachsen. Von den 9 Küken sind 3 Hähne dabei und 6 Hennen. Ich
hatte also Glück. Und falls es irgendwelche Fragen gibt zum Stallbau, wie ich etwas genau gemacht habe, dann gerne ab in die Kommentare damit. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und ihr somit keine Updates von dem Ganzen mehr verpasst. Ich werde euch auf dem Laufenden halten und wenn der Außenbereich fertig ist, werde ich natürlich ein Update machen, damit ihr seht, was ich mir da überlegt habe. Also danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.